Ein wunderschön, meine Lieben. Ihr Showmo von VR. Ich bin Mutensen und da sind wir wieder. Der Juli ist schon angebrochen. Ich hatte sehr, sehr viel zu arbeiten. Deswegen kommt jetzt erst das Video PlayStation VR 2 Releases im Juli. Dang. Natürlich kann ich nur die Releases erzählen, die schon bekannt sind. Ja? Aber wie immer, im Verlauf des Julis werden bestimmt noch Sachen rauskommen, die wir jetzt noch nicht wissen. Unter diesem Video werde ich wie immer auch eine Liste schreiben mit den Sachen, die dann wirklich rauskommen. Und deren Dates, denn auch diesmal haben wir Titel, von denen wir wissen, dass sie rauskommen, aber noch kein konkretes Datum. Das mache ich dann. Wenn ihr also genau Bescheid wissen wollt, was, wo, wie los ist, dann kommt ihr zu diesem Video hier zurück. Schaut bitte in die Liste unter diesem Video. Da steht dann nochmal ganz konkret, zu welchem Datum welches Spiel rauskommt. Im Monat Juli für die PlayStation VR 2. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Weil ich zu arbeiten hatte, ist mir tatsächlich ein Game durch die Lappen gegangen. Am 1. gab es schon ein Release, nämlich von Mathewelt VR. Ja? 12,99 müsst ihr hinlatzen für dieses kleine Mathe-Lernspielchen. Mathewelt VR kombiniert lustige Spiele mit einfacher Mathematik, um das Gehirn zu trainieren. Dieses STEM-akkreditierte VR-Spiel besteht aus 12 unterhaltsamen Minispielchen für alle Altersgruppen, die Spaß machen. Also, okay, es ist mehr so Gehirnjogging für VR. Ist doch eine nette Geschichte. Ja, ich werde mal versuchen, da noch reinzugucken, nachträglich. In was ich nämlich reingeguckt habe, ist Synapse. Das kommt heute raus. Ja, es ist eigentlich schon draußen. Heute am 4.7. seit 0 Uhr kann man das runterladen und spielen. Und es ist hervorragend. Ich habe da schon vor 3 Wochen ein Video gemacht über eine Demo, die ich spielen konnte. Ich habe mittlerweile, ohne ein Video zu machen, auch die Vollversion gespielt. Spielerisch unterscheidet sich die nicht mehr, nur dass man noch neue Sachen erlebt. Und nach wie vor muss ich sagen, ich bin ziemlich begeistert. Das ist ein fantastischer, aber Achtung, klassischer Roguelike-Shooter. Ja? Es gibt eine Rahmenstory, die aber wirklich irrelevant ist. Das Thema ist geiles Gameplay im Roguelike-Mode. Man kriegt Experience, man wird immer besser und man versucht immer weiterzukommen. Die ganze Spielmechanik macht einen Bombenspaß. Die Grafik finde ich tatsächlich super. Es kostet 35,99 €. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit 25,99 € wäre es auch okayisch gewesen, aber dafür ist es halt PlayStation VR 2 Exclusive und auch recht high-endig verarbeitet. Ja, für englischsprachige Spieler gibt es sogar berühmte Stimmen in der Synchronisation. Es ist ein geiles Spiel, holt's euch ruhig. Das verschobene Operation Wolf Returns First Mission VR ist jetzt für den 13.7. angekündigt. Das ist die VR-Version eines alten Arcade-Automaten und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten in der Vergangenheit schon so Versuche von Ivanowitch Game. Ich weiß nicht, was die hier besser machen wollen und werden. Der kultige Rail-Shooter kehrt in VR zurück. Das Originalspiel erschien 1987 in den Spielhallen. Operation Wolf Returns First Mission VR behält dessen Grundgerüst bei. Da müssen wir uns überraschen lassen. Da werde ich aber auf jeden Fall reingucken. Ich werde euch sagen, was das soll und was das macht. Es kommt auch nicht nur für die PlayStation VR 2 raus, sondern tatsächlich plattformübergreifend für alle Geräte, die ich zumindest kenne. Ja? Quest, Pico und Steam VR und natürlich PlayStation VR. Und auch VR Skater hat ein konkretes Datum bekommen. Zumindest wurde mir das vom Publisher Perp Games mitgeteilt. Es ist der 21.7. Ja, sie haben auch das Datum für die SL-Version. Es gibt nicht von VR Skater eine Mobile-Version für zum Beispiel die Pico. Das habe ich mir auch schon angeguckt. Macht auch sehr viel Spaß. Ich mache euch mal die Tage ein Video darüber, jetzt wo ich wieder Zeit habe. Mit dem 21.7. soll es jetzt auch endlich auf die PlayStation VR 2 kommen. Und ich freue mich sehr, denn es ist ein super interessantes Skate-Game. Ist mal was ganz anderes als die Sachen, die in letzter Zeit so released wurden. Und mir macht das Skaten an sich Spaß. Ich bin aber kein Crack, man muss sich da echt einarbeiten. Jetzt im Juli, während des Sommers, ein bisschen schwierig, bewegungsintensive Spiele zu machen. Aber das habt mal ruhig auf der Liste. Das scheint was sehr, sehr Nettes zu sein. Und vor allen Dingen ist es ein deutsches Team. Es sind ein paar nette deutsche Jungs, die das gemacht haben. Ich hoffe, die haben Bock, uns auch mal ein bisschen was über ihre Entwicklung zu erzählen. Hier mal auf einem Interviewtermin aufzuschlagen. Und dann haben wir noch Sachen, die sind angekündigt, nämlich B99 Overclock. Das habe ich im letzten Monat schon angekündigt, denn es war angekündigt. Es wurde auch verschoben auf den Juli, allerdings mit unkonkreten Datum. Ja, das soll jetzt einfach kommen, wird aber auch kein Riesenknaller. Ihr erinnert euch, ich war letztes Mal schon vorsichtig
Und das kommt jetzt im Juli offiziell. Dann gibt es einen Kandidaten mit einem Schwabbeldatum, nämlich Ultrawings 2. Ultrawings ist an sich geil, dass es kommt. Hier steht allerdings in dem letzten Tweet der Entwickler nur, es kommt sehr bald. Und der ist eine Woche alt, also gehe ich davon aus, dass es jetzt im Juli kommt, denn sehr bald ist doch demnächst, oder? Und Ultrawings hatten wir schon auf der PlayStation VR 1. Der zweite Teil kommt jetzt auf der PSVR 2. Es ist ein ganz niedlicher Flugsimulator. Ja, ist natürlich nichts wahnsinnig Komplexes, sondern auch eher arcadisch mit einfacher Grafik. Allerdings gibt es jetzt im zweiten Teil auch Hubschrauber. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht warum. Ich will mal einen Hubschrauber in VR fliegen. Ja, genau. Oh mein Gott, erinnert ihr euch noch an den gecancelten PlayStation VR 1 Titel, wo ein Studio 4 Jahre lang an einem geilen AAA-Hubschrauber-Game für die PlayStation VR 1 gearbeitet hat? Bevor das Ding rauskam, hat Sony es geschlossen. Kein Scheiß. Oh mein Gott. Den hätte ich so gern gespielt. Fürchterlich. Damit wären wir mit den Sachen, die ich kenne, durch. Wie gesagt, wenn ich noch was erfahre, schreibe ich es hier unter das Video. Kommt einfach später wieder und lest nochmal nach, wenn ihr euch unsicher seid, was im Juli rauskommt. Was ich noch für euch habe, sind interessante Einträge im Store. Ja? Neu angekündigte Spiele für die PlayStation VR 2, die echt ein bisschen schräg sind. Nämlich Spaceship Imposter VR, Multiplayer Detection Simulator Among Game. So ist der kurze und prägnante Name, der einfach nur versucht, nicht Among Us VR zu heißen. Denn genau das macht das Spiel. Ja? Es ist ein Among Us-Klon für VR. Tatsächlich ist ja Among Us VR auch angekündigt für die PlayStation VR 2. Allerdings von den Pfeifen, die jetzt das Until You Fall auf der PlayStation VR 2 re-released haben mit der Quest-Grafik. Ja, ich habe gerade nicht mal den Shell Games heißen die Jungs, ja. Keine Ahnung, was aus Among Us VR für die PlayStation VR 2 geworden ist. Das ist sehr ruhig geworden. Das sollte eigentlich nicht schwierig sein, das umzusetzen, aber wer weiß. Für 2024 haben wir auf jeden Fall hier einen reinrassigen Klon von Midnight Works SRL. Ich habe ein bisschen versucht rauszukriegen, was das für ein Laden ist, bin da aber echt gescheitert. Ich glaube, das ist irgend so eine klassische China-Butze, die normalerweise im Quest Lab Store auftaucht, denn sie haben noch einen zweiten Titel, auch Run or Die VR, Real Parkour Quest Simulator Game, vom selben Anbieter, auch für 24. Erinnert mich auch sehr stark an ein existierendes VR-Spiel. Und das finde ich einfach witzig, ja. Run or Die is a fast-paced game that focuses on movement-based skills. You must use your quick thinking and fast reflex. Ja, was auch immer. Okay, also das ist ein bisschen interessant. Mal sehen, ob das hier was wird. Etwas, das mir dann so ungefähr die Einsortierung erleichtert hat, ist der dritte Titel vom selben Anbieter, der angekündigt ist, nämlich Chris Payne Hero VR Roguelike Dungeon Shooter Simulator. Ich weiß nicht, wie die auf ihre Benamung kommen, aber das Ding zum Beispiel ist explizit einfach aus dem klassischen Unity Low-Poly-Assets zusammengebaut. Ja, da gibt es so kaufbare Assets, die alle benutzen. Und das hier auch. Das ist immer so ein kleines Zeichen dafür, dass es ein sehr, sehr einfach gestricktes Entwicklungsstudio ist. Ich würde mich also auf diese 3 angekündigten Titel jetzt nicht so versteifen. Ich wollte es aber mal erwähnt haben, dass die existieren, weil es ein bisschen lustig ist. Alle für 2024. Der letzte allerdings steht, Veröffentlichungsdatum folgt. Ich werde das natürlich im Auge behalten und euch berichten, sobald es etwas zu berichten gibt. Und das war's jetzt mit dem Juli-Video. Ja. Ein paar Titel, die wir auf jeden Fall kriegen, sind 4 mit konkreten Datum, 2, die noch wackeln und alles andere, was noch kommen wird, schreibe ich dann unten rein. Ich hoffe, für euch war trotzdem was dabei. Schreibt mir mal drunter, ob ihr für Synapse die 35, 36 € okay findet, denn das Spiel ist gut. Ist das dann für euch auch okay? Denn es kann zum Beispiel nicht wie andere Multiplattform-Titel, da es PlayStation VR 2 exklusiv ist, mehr Geld auf anderen Plattformen auch noch verdienen. Ja, muss man auch ein bisschen reinrechnen. Und ansonsten sagt mir gerne, auf welches Spiel ihr euch freut. Ich würde mich auch über ein Däumchen unter diesem Video freuen. Abonniert habt ihr hoffentlich schon. Und damit bin ich raus. Stensmo von VR. Immer für euch da. Bye, bye. Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen Mo von VR.